Hallo Leute, da bin ich wieder. Unsere Gastherme ist nicht wie üblich in der Wohnung verbaut, sondern im Hausflur hat jede Wohnung diese Kammer. Und dahinter befindet sich die Gastherme. Die Kammer ist recht klein und die Therme braucht natürlich Luft. Die bekommt sie über diese zwei Bohrungen oben und unten. Ist der Brennraum und die Lamellen am Wärmetauscher verschmutzt und verstopft, kann die Therme nicht genug Luft nachziehen und die Abgase nicht schnell genug abtransportieren. Dementsprechend springt der Abgassensor an und die Therme geht auf Störung. Das war hier der Fall. Wenn die Tür von der Kammer offen bleiben würde, könnte die Therme genug Luft nachziehen und sie würde weiterarbeiten. Die gezeigten Schritte hier im Video sind keine Anleitung, das ist nur eine Information. Die Arbeiten am Gasgeräten sind gefährlich und dürfen nur vom Fachpersonal ausgeführt werden. Zurück zur Gastherme. Als erstes habe ich die Therme ausgeschaltet und dann natürlich den Gashahn zugedreht. Was jetzt folgt, ist die Abdeckung abnehmen. Die Abdeckung ist nur unten links und rechts eingerastet und oben eingehongen. Links und rechts ist jeweils ein Hebel, den drückt man nur nach unten und dann rastet die ganze Abdeckung raus, das hört man auch. Und wenn das ausgerastet ist, schiebt man die Abdeckung leicht zu sich, wie man hier sehen kann. Und wenn das ab ist, hebt man sie nur oben aus der Verankerung raus. Und hier kann man nun genau sehen, wie die Abdeckung ver- und wieder entrastet wird. Diesen kleinen Hebel zieht man nach unten und dadurch öffnet sich diese Verrastung und der Bolzen kann entrastet werden. Und das sind die Bolzen an der Abdeckung. Wie gesagt, die rasten links und rechts ein. Und oben ist nur, da wird nur die Abdeckung eingehongen. Ja, und hinter dieser Abdeckung befindet sich die Brennkammer und der Wärmetauscher oben drüber. Diese 4 Schrauben müssen ab. Und wenn ihr die 4 Schrauben abgeschraubt habt, solltet ihr unbedingt darauf aufpassen, dass euch bei der letzten Schraube nicht das Blech runterfällt. Weil hinter dem Blech befindet sich so eine Wärmeisolierung, die sorgt dafür, dass die Hitze in der Wärmekammer bleibt und nicht auf das Blech übertragen wird. Also wie gesagt, aufpassen, dass das nicht runterfällt, sonst bricht euch diese, hieß früher Schamottstein oder sowas. Kann man jetzt gut sehen, das sollte nicht brechen, sonst muss man das ersetzen. Und wie man sehen kann, ist auf dem Blech unten hat sich auch schon einiger Dreck gebildet. Das ist die Brennkammer. Unten ist der Brennerbereich und oben ist der Wärmetauscher. Wie man sehen kann, ist der Wärmetauscher schon etwas verdreckt und die Lamellen verstopft. Die Abgase können nicht schnell genug nach oben entweichen und der Fühler, also der Sensor rechts unten, erkennt das und schaltet die Therme aus. Mit einer Bürste habe ich den Wärmetauscher und die ganzen Lamellen erstmal gründlich abgebürstet. Ebenso den Brennerbereich, weil der ganze Dreck fällt runter. Und später mit dem Staubsauger das Ganze ordentlich abgesaugt. Anschließend habe ich noch eine zweite Bürste mit etwas festeren Bürstenhaaren genommen und der Dreck zwischen den Lamellen ist noch besser runtergegangen. Die Therme oben im Schornsteinbereich war auch stark verdreckt, die habe ich natürlich auch ausgesaugt. Jetzt beginne ich wieder mit dem Zusammenbau. Erst wird die Blechabdeckung am Wärmetauscher angebracht und dann kommt die Abdeckung der Brennkammer wieder drauf.
Die wird wieder mit den 4 Schrauben verschraubt. Und immer schön darauf achten, dass man die Abdeckung an die richtige Position montiert, bevor man die Schrauben wieder anschraubt. Ach Freunde, noch was. Wenn euch das Video gefällt, dann hinterlasst mir doch bitte einen Daumen nach oben und ich würde mich natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Danke schon mal im Voraus. Vorhin habe ich an der Abdeckung die Aussparung gezeigt. Hier wird die Aussparung eingehongen. Also die Abdeckung wird erst oben eingehongen und dann unten mit den Führungen eingerastet. So, führen wir das Ganze vor. Die Abdeckung wird hochgehoben, schräg oben eingehongen und dann unten mit den Bolzen eingerastet. Ja. So, jetzt können wir gleich oben sehen, da ist rechts und links sieht man, wie die Abdeckung in die Aussparung eingehongen ist. Ja, das war's schon. Jetzt drehen wir das Gas noch auf und starten die Gastherme. Ja, wie man hören kann, springt die Gastherme an. Sie zündet und man kann auch gleich sehen, ich habe das Video beschleunigt. Man kann auch sehen, dass das Wasser auch ruckzuck wieder warm wird. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video informieren. Wenn ja, würde ich mich über Kommentare, einen Daumen nach oben und natürlich über ein kostenloses Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.